Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute die Fahrt von München nach Wien, 430 Kilometer nonstop mit dem Rennrad. Mann, wie geil. Genieß es. Ciao. 9 Monate Training führten genau zu diesem Tag. Das war die geplante Tour. Ziel, alle 100 Kilometer eine Pause zu machen und innerhalb von 24 Stunden von München nach Wien nonstop aus eigener Kraft zu fahren. Das ist übel. Ein Platten. Theoretisch kann sie bis 8 Bar ranpumpen, aber das Geile ist, sie hat keine Anzeige. Expertennahrung haben wir einfach weggelernt wie Gülle. Powerade und Gatorade gemixt als ultimatives Supergate. Oh shit, ich bin nackig! Ja, falls du in 4 Stunden in Wien bist, melde dich bei mir. Tschüss, gute Fahrt! Und zwar für mich immer absolut unklar, wie sowas passieren kann. Und zwar denke ich mir einfach schon so, ja, die letzten 40 Kilometer, ich sitze minimal zu hoch, also ich drehe manchmal das Knie ganz durch. Ich habe den Sattel jetzt einfach minimal runtergestellt. Mann, ist das schön. Einfach 4,5 Stunden durch die Nacht fahren und dann eine Tankstelle sehen, die offen hat. Mega geil. Stopp Nummer 1 angekommen. Sehr, sehr geil. Alles läuft. So, Geräte sind am Laden. Beta Fuel wird eingesetzt. Ich sag's euch, ich bete so hart. Schauen wir mal. Mann, ich bin so gespannt, wie das Zeug schmeckt. Oh, scheußlich, aber kann man trinken. Oh yeah, Update von Station 1. Das sind bis jetzt 116 Kilometer, 5 Stunden 13. Alles tiefenentspannt. Nächster Stopp in 80 Kilometer. Bisher nicht viel passiert. Es ist schwarz wie die Nacht. Mir kommt vor, also jetzt gegen 4 ist es dunkler als früher gegen 2. Weiß aber nicht. Ich habe vorhin schon gedacht, ob es hier vielleicht Wolken gibt, aber gibt keine. Dementsprechend eigentlich alles easy. Es rollt super gut. Ich freue mich auf den Sonnenaufgang. Freundin ist auch schon gerade in München gestartet. Sie treffe ich beim 200 Kilometer Stopp. Sie hat die weitere Verpflegung. Ich habe schon das erste Mal Beta Fuel Strawberry Lime probiert. Schmeckt komisch, sage ich euch. Aber ich glaube, ich schmecke nur Metadextrin. Egal, erfüllt den Zweck. Wird getrunken, kann ich mich umso mehr aufs nächste Red Bull freuen. Geil, passt. Bis gleich. Es wird kälter, also wir haben es uns echt angeschaut. Also bis die Sonne aufgeht, wird es jede Stunde kälter. Und von der Tour ist es jetzt quasi 4 Uhr morgens. Von der Tour ist es jetzt am kältesten. Ist das hier schön. Aber der Grund des Anhaltens ist nicht die Schönheit, sondern es gibt ein Problem. Und zwar dieses Dextro-Zeug. Diese Scheiße hat sich, glaube ich, auf keinen Fall ganz aufgelöst. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wahrscheinlich nicht. Aber hier unten klebt noch ein bisschen von dem Zeug. Was? Schaut mal, ob das geht. Seht ihr dieses Zeug? Das sollte nicht da sein. Was das Trinken ziemlich mühsam macht. Locker bleiben. Und auf jeden Fall ein bisschen mehr Zuwendung. Sicher. Bevor ich nochmal stehen bleiben muss. Ja, man braucht in jedem Fall ein bisschen mehr Zuwendung als Dextro. So, Versuch, Daumen drücken. Okay, kommt jetzt durch. Hab schon viel Scheißsachen in meinem Leben getrunken. Alter. Auf der Scheißskala, wenn 10 untrinkbar ist, ist es schon so eine 6 bis 7. Das macht die Fahrt schon ein bisschen weniger geil. Bisher mit Dextro und so war ich echt super glücklich. Super happy unterwegs, aber dieses Zeug ist schon ein bisschen scheußlich. Hätte ich doch Orange Flavor nehmen sollen. Also 5 plus minus Uhr morgens ist wirklich die schönste Zeit.
Also es ist so unfassbar. Ich zeige euch hier ein paar Fotos. Wie ich letztens da in Niederösterreich gefahren bin, Richtung Wien, näher Melk, habe ich echt so viel Rehe, so viel Hasen, alles mögliche, Greifvögel, Frettchen, Igel, alles wirklich gesehen, aber vor allem so viel Hasen und Rehe, das ist echt verrückt. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel Hasen und Rehe gesehen, also kein Witz. Voll genial! Die Sonne geht auf, kann man noch nicht sagen, aber der Morgen beginnt. Oh yes! Es beginnt schon langsam Tag zu werden. 5:30 Uhr morgens. Das ist wirklich herrlich. Und zwar, wenn du dir kurz denkst, wie weit ich wohl schon bin, weil die nächste Etappe jetzt quasi bis zum zweiten Stopp sind 80 Kilometer. Wenn ich den 25er Schnitt aufrecht halte, sind das nur knapp über 3 Stunden, was echt zügig wäre. Deshalb, also die Hälfte haben wir vielleicht schon wieder. Auf jeden Fall, wenn du hier fährst und dir denkst, wie viel hast du denn vielleicht schon? Und dir dann denkst, Mann, das ist scheißegal. Du wirst auf jeden Fall heute Nacht super gut schlafen, weil du die nächsten 10 Stunden noch fährst. Also, kümmere dich nicht um solche bürgerlichen Maßeinheiten, würde das Känguru vermutlich sagen. Easy, einfach treten, chillen, genießen, super geiles Beta-Fuel trinken. Oh ja, yeah. Beginnt echt wunderschön zu werden. Heute übrigens 22 Grad Sonnenschein, da wird jetzt viel Sonnencreme verwendet werden. Was für ein geiler Freitag. Geil, geil, geil. Sagen wir mal, noch 13 Stunden, easy. Noch 260 Kilometer, alles klar. In 35 Kilometer nächster Stopp. Dann lasst uns mal genießen. Vorsicht! Zeit für Sonnencreme. Geil, und das ließ sich gerade perfekt kombinieren mit diesem wunderschönen Schloss. Was auch immer es ist. Bis zum nächsten Stopp. Noch wahrscheinlich 50 Minuten, vielleicht nur noch 40. Ich glaube, die Hügel sind jetzt fürs Erste vorbei. Und geht eigentlich echt super gut dahin. Ein bisschen was los auf der Bundesstraße. Aber alles super nett bisher gewesen. Kein Witz, jetzt von 6 bis 8, es ist definitiv am kältesten. Bisschen umplanen. Und der Tagesordnung. Habe mir noch gedacht, ich gehe entspannt rein und frage, ob ich einfach vorbeigehen darf. Aber mit nix da, hat er mir dezent beigebracht, nix da. Ich glaube, es ist nicht so ganz die Welt. Einfach außenrum statt diagonal. Die Freundin ist auch nahe und die Schnitzelsemmel ist am nähesten. Hallöchen! Wie geht's dir? Boah, leck, Alter!
Ich habe gefühlt vor einer Stunde gedacht, ich bin da. Aber war ich noch nicht, ja. Soll ich dir eine Schnitzelsemmel besorgen? Wie geht's dir? Ah, wie fühle ich mich? Am Anus. Bisschen. Dieses Beta-Fuel verdreckt mein Körper nicht so, glaube ich. Ich habe auch keine Energie eigentlich. Ich habe echt viele Müsliriegel zusätzlich gegessen. Ich kriege immer so leicht Kopfweh. Dann esse ich einen Müsliriegel, dann ist wieder alles gut. Und dann geht es wieder dasselbe. Aber ich haue trotzdem Beta-Fuel rein und es schmeckt scheiße. Eine voll geile Putenleberkässemmel auf die Halbzeit. Schmeckt's? Sehr geil. Sehr geil. Wenn du 3 Liter Beta-Fuel gesoffen hast, dann schmeckt dir alles wie ein Traum. Du kannst hier mal annippen, wenn du magst. Nee. Okay, probieren. Sehr neutral ist der Geschmack, würde ich sagen. Ja. Also gar nicht so intensiv oder so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gar nicht so schlimm eigentlich vom Geschmack her, aber ich kann mir vorstellen, dass also ein Schluckchen anders ist als 3 Liter. Ich weiß, was du meinst. Es ist nicht so, es ist nicht 10 von 10. Scheußlich. Nee, es ist überhaupt nicht scheußlich. Ich habe es mir eher vorgestellt, dass es irgendwie intensiv ist, weißt du. Aber das war ja ziemlich gut. Weißt du vielleicht ungefähr, wie viel Temperatur es hat? 8,5 Grad, Alter. Okay. Besonders warm ist nicht. Nee. Hallo! KTM! Jo, weiter geht's. Garmin hat leider die Route abgebrochen in der Pause. Komoot ist abgestürzt, hat die Route abgebrochen, aber wir haben noch die Real-Life-Route. Und ja, 5 Stunden, wir sind ungefähr 3 Stunden hinter dem Plan. 1,5 Stunden hinter dem Plan, aber Das läuft. Also fahre ich jetzt mal weiter, 5 Stunden bis zum nächsten Stopp. tschüss! Tschüss! So Leute, jetzt kommt ein absolut radikal illegales Manöver, das ihr nicht wirklich von mir gesehen habt. Zwar hier, da und echt radikal, dass Komoot sowas vorschlägt. Aber wir haben Glück gehabt, hat gut gepasst. Unfassbar. Vor Skala schauen, 6,4 oder so. Heute Morgen hatte ich ja diesen ganz komischen Zustand, dass mir der Sattel plötzlich minimal zu hoch war. Das Ding ist, mein linker Teil von meinem linken Wadel ist wohl nicht ganz happy, dass mein Sattel jetzt tiefer ist. Und deshalb stelle ich ihn wieder ein bisschen höher, in der Hoffnung, dass danach mein Wadel wieder in Ruhe gibt. Seht ihr das? Das ist quasi hier drin. Wenn ich stehe, wenn ich nicht tritt, spüre ich gar nicht. Deshalb, ich hätte nicht ganz das Vertrauen, dass es echt noch 200 Kilometer gleich bleibt. Und deshalb, bevor es schlechter wird, war das der Versuch, was zu unternehmen. Sonst geht es mir voll gut. Ich spüre kein Knie, ich spüre keine Muskeln. Ich habe zwar nicht mehr maximal Bock, aber normalerweise gehe ich jetzt schlafen, also das ist in Ordnung, glaube ich. Ah, Junge. Ah, wenn man reindrückt, tut es scheißemäßig weh. Ah, ich drücke mal ein bisschen rein und warte. In der Hoffnung, wie bei einer Triggerpunktmassage, dass es nachlässt. Scheint ein bisschen nachzulassen. Ah, Selbsttherapie ist das Beste. Rems, by the way, echt schöner Kanal hier. Du hast ein bisschen drauf getriggert. Wir hoffen mal, dass es passt. Wahnsinn, Sonne. Es wird heißer und heißer. 11,49. Ja, das war eh der Plan, wo ich mir nochmal Sonnencreme auf die Birne schmieren wollte. Aber ich glaube, ich gehe da runter. Passt, Probefahrt hat gepasst. Wir gehen es an.
mal so ein Ding. Egal. Jetzt ist der Moment gekommen, Honeybee. Aerobee meine ich. Echt geil das Zeug. Grüß euch. Für mich kleiner Eincremenstopp. Weiter geht's. Nicht verpasst. Ich muss abstellen. Boah, Junge. Alter. Ich hab dir geholt und Leberkäse selber gekauft. Läckel mal. Gratuliere dir zu deinem 3. Boah, Junge. Alter, das war hardcore, sag ich dir. Hat nicht wirklich Spaß gemacht. Wenn wir schon so ein geiles Hockerl haben, dann verwenden wir das. Servus. Ich sagen wir, ich bin gestern in München gestartet und hoffentlich in 5 Stunden in Wien. Oh, deshalb machen wir kurze Pause dann. Das glaube ich, wir sind dahinter noch schneller, was? Definitiv. Also wenn du so Hügel fährst oder so, dann stehst du immer wieder mal auf. Also, oder es kommt eine Kreuzung oder du musst abbiegen oder du schaust, ob Verkehr kommt oder so. Aber das ist echt gar nichts. Und du stehst auch nie auf. Also mein Arsch hat schon sehr gelitten auf die letzten 40 Kilometer. Weil du echt nur sitzt und nur fährst und nichts machen musst. Gar nichts musst du machen. Oh Mann, hier einfach sitzen ist so verdammt angenehm. Unfassbar. Update 300 Kilometer. Ich wurde gut versorgt von dieser tollen Frau. Jetzt geht's weiter 80 Kilometer über den Berg, habe ich mir selbst ausgesucht. Dann letzter Stopp und dann auf nach Wien. Ui, geil. Läuft. Und danke für die Gastfreundschaft. Tschüss. Dankeschön. Und ich habe noch Musik gewechselt. Ich höre jetzt Bloodhound Gang. Diesmal habe ich alles, glaube ich. Bussi, ciao! Wenn man sich Berge wünscht, Alter. So bin ich drauf. Nach 300 Kilometern. Aber Abwechslung ist ein Traum. Also ja, so wirklich kann ich es nicht glauben, dass das letzte Viertel angebrochen ist. Ziemlich abgefahrene Sache. Perfekt, wenn du Beta Fuel nicht mehr saufen kannst. Das ist übel. Ein Platten. Wäre eh gleich Zeit zum Eincremen gewesen. Deshalb dachte ich mir, also in 15 Minuten, ich gehe nur davor, bis zum Schatten, dann regeln wir das. Kilometer 350, ein Platten. Hoffen wir mal, dass der Mantel in Ordnung ist, dass man eine mega geile neue Pumpe auf Hochdruck pumpen kann. Echte 8 Bar zusammenbekommt. Läuft, ich glaube 10 Minuten. Netten Plausch gehabt mit einem Herrn auf dem Weg zum Friedhof. Man sieht nichts. Bisschen skeptisch, aber scheißegal. Neuer Schlauch rein, weiter geht's. Es hat verhältnismäßig echt super gut geklappt. Zeitcheck, 15 Minuten. Aber erstens beten, dass der Schlauch hält. Natürlich habe ich einen schon mal geflickten Schlauch mitgenommen. Aber ich habe ihn extra nochmal überprüft. Und vor allem viel wichtiger, dass die Pumpe jetzt funktioniert. Theoretisch kann sie bis 8 Bar ranpumpen. Aber das Geile ist, sie hat keine Anzeige. Also, ich würde echt gern wissen, wie sich die Leute sowas überlegen. Dauert in jedem Fall. Angeblich funktioniert der Drucktest nur bis zu 2 Bar. Bald geschafft. 6 vielleicht?
Update, alles gefixt. Beten, dass das hält. Einfach Daumen drücken. Und wenn ich den zweiten Platten kriege, schau, dann bin ich raus. Weil, ja, ohne Wasser unterwegs fixen, keine Chance, würde ich sagen. Was ist das? Eine Babyschnecke. Das ist ja ein süßes Ding. Passt. Real Life, fortsetzen. Komoot, fortsetzen. X to the C, X7. Passt schon, nicht komplett zu verkacken. Passt, Bremse ist eingehängt. Zeug hängt drauf. Kette hängt drauf. Reifen rollt. Servus. Rollt nehmen wir. Besonders geil auch, wenn du mit schmierigen Händen deine Birne eincremst. Ich kann mir vorstellen, wie meine Birne jetzt aussieht. Und ich habe echt so einen netten Herrn noch getroffen, der auf dem Weg zum Friedhof war mit seiner Frau. Wollte mich echt auf ein Wurstbrot beim Bauern einladen. Mega nett, mega nett. Willkommen in St. Pölten. Mein linker Trizeps hat gerade einen Krampf gekriegt. Gerade noch abgefangen. Also ich habe auf jeden Fall einen komischen Zustand. Nicht, dass ich müde wäre. Also mein Geist scheint noch wach zu sein. Langsam aber wach. Aber ich spüre es an den Augen, dass sich die irgendwie anders verhalten als normal. Treten geht, Beine geht, Arsch geht auch. Echt, die Berge haben mir so gut getan. Also ja, alles geht. Hand, Ballen tut mir weh und so wie wir es gerade am linken Trizeps gesehen haben, fangen Teile an auszufallen. Aber auch in Ordnung. Ich bin jetzt schon Triggerpunkt-Spezialist. Mein linkes Wadel, meinen rechten Oberschenkel und meinen Trizeps habe ich selbst on the fly behandelt. Und es scheint was gebracht zu haben. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So ein seriöser Kerl bin ich geworden. Für die letzten 5 Kilometer, weil es jetzt eine stark befahrene Bundesstraße ist, hole ich das Rücklicht. YOLO. Und ja, es wird auch schon wieder frisch. Ist das schön, wenn Bob Marley singt in meinem Ohr. Und wie soll man denn nicht ganz gemütlich ans Ziel kommen, wenn Bob Marley singt? Ist keine Option. I wanna know and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. Komm schon, mittelmäßiger Mechanismus übrigens. Oh yeah. Keine Ahnung, ob ihr es schon sehen könnt, aber da vorne ist der OMV Treffpunkt Nummer 3. Geil. Yeah. Juhu! Gratuliere dir zu deinen 400 Kilometern. War die Frage, wie fühle ich mich? Nein, ich habe gesagt, gratuliere dir zu deinen 400 Kilometern. Danke, Schatz. Hardcore. Echt hardcore. Lass uns loslegen. Wie fühlst du dich? Das war ein guter Abschnitt, oder? Du warst super schnell. Ja, ich war echt schnell. Der hat mir viel Spaß gemacht, aber die Berge waren echt das Beste, weil ich nicht am Sattel sitzen habe müssen. Also weil ich, ja, mein Arsch, Alter. Also mein Arsch ist auf jeden Fall status ungemütlich. Gib es rein. Also die letzte Beta Fuel Expertennahrung haben wir einfach weggeleert mit Gülle. Und jetzt machen wir richtige Expertennahrung. Komm, halt mal in die Kamera, Schatz. Was gibt's denn Gutes? Powerade. Powerade und Gatorade gemixt als ultimatives Supergate. Dröhnen wir uns rein für die letzten 30 Kilometer. Sehr geil. By the way, ich habe gerade festgestellt, nachdem ich am Häuschen war, für 400 Kilometer sieht meine Fresse ganz gut aus. Also wir haben gerade improvisiert, da wird die Thermose noch angezogen, es ist wirklich schon frisch. Hier frische Socken, die dicken Handschuhe, Überzieher, Windbreaker-Weste, volles Paket nochmal. Wir sind jetzt offiziell Leberkäse-Junkies. 124 Puls im Stehen, Alter. Der ändert sich, glaube ich, gar nicht mehr im Fahren. Habe ich jetzt einen Red Bull getrunken? Macht nichts, brauche ich auch keinen. Ich habe mir noch so einen Guarana-Kick reingehaut vorhin. Passt schon. Warte, Lichtcheck. Na, wir geben mir das Red Bull, ich sauf's noch am Weg. Jo.
Möge der Geist mit dir sein. Oh, jetzt brauche ich fix keinen Riegel mehr. Wochenende also. Jetzt nicht überfahren werden auf die letzten Meter von einem Proleten, der auf 10 Meter auf 100 beschleunigen will. Jawohl, 30 Kilometer. Wenn du jetzt nach einem Kilometer denkst, ist mir egal, ruf mich an, ich hol dich ab einfach. Mach ich. Tschüssikowski. Geil. Race Vienna. Ich komme, verdammt. Tschüss. Können Sie das hören? Das sind Frösche und die sind unglaublich blau. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das rüberkommt durch die Kamera oder ob das geht. Echt krass. 20 Minuten, 7,6 Kilometer. Ich glaube, wir könnten schon in Klosterneuburg sein. Das ist kurz vor Wien. Also auf jeden Fall ein Katzensprung. Ab hier läuft ganz gut eigentlich. Hier ist man zwischendurch echt windgeschützt. Da geht echt anständig was. Das ist angenehm. Die ganze Zeit massiver Gegenwind. Keine Ahnung. Ich würde sagen locker 20, 25 km/h. War sehr anstrengend. Mega geil. Im Autojargon The Last Mile. Die letzten Kilometer. Geil. Wir sind gleich da. Da vorne noch hoch. Links über die Brücke. Ziel. Finito. Es ist 24 Stunden nach dem Start und es sind 430 Kilometer. Mann, Details kommen jetzt. Das ist doch mega episch. Yeah. Jawohl! Willkommen in Wien. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich glaube, der Kopf wird ein bisschen langsamer. Das spürt man. Und der Körper weiß, wenn er ankommt, also macht er immer ein bisschen entspannter. Aber war geil. Fast ein bisschen schade, dass es vorbei ist, aber auch voll geil, dass es vorbei ist. Ich habe mir überlegt, ob du nach München noch fährst? Nein, das ist ziemlich verrückt, dass ich am 1. November ein Rennrad gekauft habe. Nach 6 Monaten sage, geil, beste Challenge der Welt erledigt. Und jetzt verkaufe ich es wieder. Das ist so geil. Das ist wirklich geil. Also so geht's mir. Es ist wirklich ein tolles Fahrrad. Hat riesen Spaß gemacht. Und toller, und toller Fahrer. Voll geil. Wir haben es geschafft. 430 Kilometer. Wir sind in Wien. München gestartet. Mann, war das ein geiles Abenteuer. In diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.